Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ride On with Friends. Mein Name ist Jürgen und es freut mich, dass du wieder zum dritten Teil meiner kleinen Serie zum Thema Recherche, Planung und Navigation unter anderem mit den MyRoute-App-Anwendungen eingeschaltet hast. Vor dem Vergnügen kommt bekanntlich die Arbeit oder anders gesagt, vor einer längeren Reise kommt die Recherche und die Planung. Dass das aber mit den richtigen Tools auch ein Vergnügen sein kann, zeige ich dir in diesem XXL-Video. Wer eine längere Reise gemeinsam mit Freunden unternimmt, der möchte im Gegensatz zu einer Reise mit einem Reiseveranstalter auch Einfluss auf den Streckenverlauf haben und nicht alles dem Algorithmus der Navigationssoftware oder einem einzelnen Tourguide überlassen. Zunächst werde ich in 3 Abschnitten unseren gemeinsamen toolgestützten Ablauf, beginnend mit der Recherche zu möglichen Zielen bis hin zur detaillierten Routenplanung von Gruppen- und Motorradreisen vorstellen. Im letzten Kapitel zeige ich dann in Auszügen das Ergebnis, unsere Motorradreise ins schöne Oberallgäu. Mein Video ist jedoch kein klassisches Tutorial-Video, sondern zeigt eher einen punktuellen Einblick in den Recherche- und Planungsablauf auf Basis von Google My Maps und MyRoute App mit vielen praktischen Tipps, die dir bei der Planung und Abstimmung einer Gruppenreise die Arbeit erleichtern. Gerade bei der Planung einer längeren Gruppenreise ist es wichtig, dass man gemeinsam die Touren so grob wie möglich und so detailliert wie notwendig plant, damit noch genug Spielräume, zum Beispiel aufgrund von Wettereinflüssen, verbleiben und jeder Reiseteilnehmer auf seine Kosten kommt. Denn nichts ist nerviger, wenn ein Reiseteilnehmer erst kurz vor oder schlimmer während der Reise alternative Streckenverläufe zur Diskussion stellt. Das ist für alle Beteiligten nervig und kann die Urlaubsstimmung der gesamten Gruppe vermiesen. Eine erfolgreiche Planung hängt also nicht nur von entsprechenden Tools ab. Trotzdem sind die Planungstools gerade enorm im Wandel der Zeit gefordert. Während die einen, wie zum Beispiel Garmin Basecamp, eingestellt wurden, sind andere nur auf bestimmten Betriebssystemen wie Windows oder macOS lauffähig, geschweige denn, dass sie auf Smartphones wie Android oder Apple iOS genutzt werden können. Hinzu kommt, dass Navigationshersteller wie TomTom sich aus dem Markt zurückziehen und immer mehr Navigations-Apps mit Apple CarPlay oder Android Auto-Integration den Markt beherrschen und andere Anforderungen an die Routenplanung haben, beziehungsweise eigene Planungskomponenten auf Basis von künstlicher Intelligenz anbieten. Gerade hier wird sich bezüglich Integration, Plattformunabhängigkeit, Funktionalität und Kosten in den nächsten Jahren einiges tun. Google und Apple werden mit ihren Lösungen, vor allem mit ihrem eigenen Content bezüglich digitaler Kartografie sowie durch Integration von künstlicher Intelligenz für verbesserte personalisierte Routenfindung weiteren etablierten Hardware- und Softwarehersteller das Wasser abgraben. Der Markt bezüglich Planung und Navigation ist im Umbruch. Es bleibt für uns Anwender spannend. Da es mir wichtig war, dass ich in einem Video den Gesamtprozess und das Ergebnis darstelle, hat das Video etwas Überlänge. Du kannst aber gezielt die einzelnen Kapitel anspringen oder überspringen. Wenn dich das interessiert, wie man in einer heterogenen Reisegruppe mit entsprechenden Tools Routen gemeinsam plant, damit jeder auf seine Kosten kommt, dann bleib dran. Rechts oben findest du den Link zu den bisherigen Folgen. Und wenn du nichts verpassen möchtest, dann lass ein kostenloses Abo da und schreibe mir in den Kommentaren, was dich besonders interessiert. Mich freut's. Im
ersten Teil habe ich erläutert, warum ich mich von Garmin Basecamp nach über 10 Jahren trennen musste und mich nach einem 2-jährigen Test verschiedener Planungs- und Navigationslösungen für Motorräder, aber auch für Wohnmobile letztendlich für die All-in-One-Lösung von MyRoute App entschieden habe. In der letzten Folge habe ich euch kurz den funktionalen Aufbau des MyRoute App Route Planner und meine Bibliotheksstruktur zur Verwaltung meiner Points of Interest, Tracks und Routen gezeigt. Danach bin ich auf die Datenmigration meiner Basecamp und Kalimoto-Daten eingegangen. In dieser Folge zeige ich euch ausführlich meinen Planungsworkflow, ausgehend von der Recherche über eine detaillierte Routenplanung bis zum Datenexport an mobile Endgeräte, verkürzt am Beispiel einer mehrtägigen Motorradgruppenreise dargestellt. Ja, und im letzten Teil gehe ich dann explizit auf die neue Navigations-App Navigation Next von MyRoute App ein. Und ich hoffe, dass für jeden Mobilisten wieder was dabei ist, egal auf 2 oder 4 Rädern. Denn spannende Abenteuer auf dem Motorrad oder mit dem Wohnmobil zu erleben, erfordert nicht nur Ausdauer, sondern auch eine gute Planung. Aber denkt immer daran, auch eine Planung muss bei der Durchführung von Reisen Spontanität zulassen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Im Kapitel 1 möchte ich zunächst den Use Case, also das Beispielszenario und die Problematiken vorstellen, die erst einmal toolunabhängig sind. Eigentlich ist der Prozess ganz simpel. Man hat eine Idee für ein Reiseziel und recherchiert eventuelle Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte und potenzielle Routen und übergibt die Planungsergebnisse an ein geeignetes Navigationsgerät. Vor der digitalen Transformation habe ich das, teilweise mache ich das heute noch so, ergänzend mit Reiseliteratur, also Reiseführer, Zeitschriften und entsprechenden Karten im Maßstab 1:250.000 oder besser geplant. Mittlerweile nutze ich natürlich zusätzlich die Möglichkeiten im Internet für die Recherche und die MyRoute Apps für die Planung und Steuerung. Ich stelle euch nun anhand eines kleinen Beispieles den für mich aufwendigsten und schwierigsten Prozess vor, und zwar eine mehrtägige On-Road-Gruppenreise mit dem Motorrad und Übernachtung im Hotel. Die Rahmenparameter sind dabei etwa 5 bis 6 Stunden reine Fahrzeit, ca. 250 bis 400 Kilometer Fahrstrecke, viele kleine Pausen und Fotostops und eine große Mittagspause. Bevor wir in das Planungsszenario einsteigen, zunächst noch ein paar Anmerkungen. Wie die Erfahrenen unter uns wissen, liegt der Erfolg einer Gruppenreise nicht nur in der Nutzung geeigneter Recherche- und Planungstools. Während bei Gruppenreisen von Reiseveranstaltern bereits alles detailliert geplant ist, wird hingegen in der Regel bei einer privaten Gruppenreise unter Motorradfreunden eher alles kollaborativ behandelt. Das heißt, fast jeder Reiseteilnehmer will sich je nach Charakter in der Ausplanung mehr oder weniger beteiligen. Wie man mit entsprechenden Tools den Gesamtaufwand hier reduzieren kann, zeige ich ab Kapitel 2. Es ist wichtig, dass bereits bei der Recherche von möglichen Zielen und bei der Routenplanung die Reiseteilnehmer involviert sind, damit individuelle Erwartungen bereits im Vorfeld berücksichtigt werden können. Denn eine negative Gruppendynamik während der Reise kann für alle den Urlaub vermiesen. Im Kapitel 2 gehe ich zunächst auf die Orientierungsphase ein und zeige dann, wie wir in der Gruppe toolgestützt eine Recherche von Sehenswürdigkeiten durchführen. Die wichtigsten Fragen stellen sich ganz am Anfang im Rahmen eines Brainstormings nach dem Reiseziel, der Reiseform, Reisedauer und Zeitpunkt, Standort oder Rundreise und mögliche Reiseteilnehmer. Sind diese Rahmenbedingungen erst einmal fixiert, kann mit einer Gruppenrecherche bezüglich Sehenswürdigkeiten, geeignete Routen und Übernachtungsmöglichkeiten begonnen werden.
In meinem kleinen Beispiel hatte ich meinen Freunden eine kleine zweitägige Rundreise von München ins schöne Allgäu zur Motorradsaisoneröffnung vorgeschlagen. Ausschlaggebend war unter anderem ein toller Reisebericht von Motorrad und Reisen. Und da ich zufällig auch noch gelesen hatte, dass bis Mitte April im Tannheimer Tal die 95 dB Begrenzung noch nicht gilt, wäre doch das Oberjoch zum Beispiel ein schönes Ziel für die Anfahrt ins Allgäu, auch für Harley-Fahrer. Um Sehenswürdigkeiten und tolle Motorradtouren zu recherchieren, nutze ich verschiedene Portale. 3 davon möchte ich empfehlen. Sehr gerne steige ich in die Tourdatenbank von tourenfahrer.de ein. Hier findet man nicht nur Tourenvorschläge, sondern auch viele Informationen zu geeigneten Unterkünften und Sehenswürdigkeiten der Region. Bei Bedarf kann man sich gegen eine kleine Gebühr die Route als GPX-Datei runterladen. Ähnlich aufgebaut ist die Routenbibliothek von MyRoute App. Neben Motorradtouren findet man hier noch Touren zum Fahrradfahren oder sogar zum Wandern. Zertifizierte Routenexperten stellen zahlreiche Informationen über die Region und den Streckenverlauf zur Verfügung. Hier kann man auch die Routen kostenlos in den Routeplanner laden. Was ich auch empfehlen kann und was mir am besten gefällt, ist die interaktive Motorradkarte von motorradstraßen.de. Neben zahlreichen Routenvorschläge findet man hier auch den Hinweis zu vielen Sehenswürdigkeiten entlang der Route und zahlreichen Übernachtungsmöglichkeiten. Man kann die vorgeschlagenen Routen kostenlos für zum Beispiel MyRoute App Routeplanner runterladen oder in kurviger.de weiter bearbeiten. Einfach klasse. Wenn man die Zeit hat, dann kann man Tage, wenn nicht sogar Monate recherchieren. Bei einer längeren Motorradtour, zum Beispiel unsere Reise ans Nordkap, habe ich tatsächlich schon ein halbes Jahr vor Reisebeginn mit der Recherche begonnen. Solange die Recherche nur durch eine Person durchgeführt wird, ist das alles noch im Rahmen. Aber wenn nun viele Mitglieder der Reisegruppe sich mit eigenen Ideen und Erfahrungen einbringen möchten, dann entstehen gleich eine Vielzahl von Informationen, die man in der Gruppe erst einmal strukturieren, verwerfen oder priorisieren muss. Denn erfahrungsgemäß kann man nicht jede Idee umsetzen. Hier hilft mir Google My Maps und wie man das kostenlose Tool für eine gemeinsame Recherche nutzen kann, zeige ich dir jetzt. Ich habe mir kostenlos einen User bei Google My Maps angelegt und verwalte dort meine Urlaubskarten. Das heißt, für jedes potenzielle Reiseziel sammle ich hier meine Points of Interest, also Sehenswürdigkeiten, Bikertreffs, Gaststätten, Übernachtungsmöglichkeiten und vieles mehr. Hierzu lege ich eine Karte für das jeweilige Reiseziel an und google für mich interessante Wegpunkte. Ich schaue mir dies im Detail mit den entsprechenden Kommentaren an und bei Gefallen speichere ich den jeweiligen Wegpunkt unter meinem Namen in meiner Karte ab. Um die Übersicht bezüglich Wegpunkte zu wahren, verwende ich unterschiedliche Symbole, Farben und Präfixe für die einzelnen Kategorien wie Gaststätten, Sehenswürdigkeiten, Pässe, Hotels, Campingplätze, Motorradtreffpunkte etc. Man kann ganz gezielt nach Begriffen googeln oder einfach nur das Wort Sehenswürdigkeiten oder Bikertreffs eingeben und schon findet man entsprechende Wegpunkte. Möchte man einen Wegpunkt nun übernehmen, dann selektiert man diesen Wegpunkt, klickt auf Zur Karte hinzufügen und kann vor dem Speichern den Wegpunkt benennen und eigene Kommentare hinterlegen. Man sieht nun auf der linken Seite, dass man sich recht schnell eine Liste mit potenziellen Wegpunkten zusammenstellen kann. Und damit man die Übersicht nicht verliert, sollte man die Wegpunkte wie gezeigt kategorisieren. Da ich die Wegpunkte an mein Planungstool exportieren möchte, hat sich der Präfix bewährt, da die Google-Symbole und die Farben nicht exportiert werden können. Da auch andere Reiseteilnehmer ihre Erfahrungen und Ideen zu unserem Reiseziel einbringen sollen und wollen, schicke ich meine Google My Maps Karte mit meinen ersten Ideen zu möglichen Wegpunkten an die Gruppe.
Jeder kann nun über den Link die Karte öffnen, sieht mein Rechercheergebnis und kann unter seinem Namen eigene Vorschläge auf gleiche Art und Weise einbringen. In dem Beispiel sieht man, wie unser Übernachtungsprofi Ralf bereits den ersten Übernachtungstipp erkundet hat und Claudia nach weiteren Sehenswürdigkeiten sucht. Sie möchte unbedingt beim berühmten Schloss Neuschwanstein vorbeischauen. Nachdem wir nun alle Vorschläge für die Reise abgegeben haben, steht das erste Skype- oder Zoom-Meeting in der Gruppe an. Da sich nicht jeder in der Detailplanung einbringen will und zeitlich auch kann, ist es meistens ein kleines Team bestehend aus 3 bis 5 Personen. Wir stellen uns in der Google My Maps Karte unsere Wegpunkte gegenseitig vor und legen gemeinsam die Prioritäten fest. Das heißt, wir verschieben die gemeinsam festgelegten Points of Interest in das Verzeichnis abgestimmte Wir-Punkte. Das kann bei größeren Reisen schon einmal ein paar Gläser Wein Zeit kosten. Der große Vorteil ist aber, dass jeder, der es möchte, bei der Gestaltung der gemeinsamen Motorradreise mitwirkt und damit auch den Planungsaufwand des Initiators drastisch reduziert. Denn hinterherfahren und dann noch im Urlaub anfangen zu kritisieren, ist leicht und kann damit vermieden werden. Unsere konsolidierten Wegpunkte werden dann zur Info an alle Reiseteilnehmer verschickt und nun kann die detaillierte Routenplanung endlich beginnen. Hierzu wird die Wegpunktliste aus Google My Maps exportiert und im Planungstool importiert. Ich nutze, wie in Folge 1 meiner Videoserie ausführlich erläutert, das Planungstool Route Planner von MyRoute App. Wie der Datenexport aus Google My Maps über eine KML-Datei, die Konvertierung in eine GPX-Datei und letztendlich der Import in den Route Planner funktioniert, habe ich bereits ausführlich in der Folge 2 vorgestellt. Da ich diesmal die abgestimmten Wegpunkte nicht als POIs übernehme, kann ich direkt den Dateityp KML importieren. Ich habe mir ein eigenes Planungsverzeichnis für unsere Motorradreise angelegt und importiere als Route nun die KML-Datei aus Google My Maps. Da es sich erst einmal nur um eine lose Wegpunktsammlung für die Reise handelt, stimmt natürlich die Reihenfolge für die Routenplanung nicht. Aber es ist bereits die erste Planungsbasis für die Routenplanung, die wir uns dann im nächsten Kapitel genauer anschauen werden. Hier zeigt sich nun der Vorteil der verwendeten Präfixe, da die grafischen und farblichen Informationen der Wegpunktkategorien aus Google nicht exportiert werden können. Auch Umlaute müssen korrigiert werden. Die Wegpunkte werden übrigens alle als sogenannte Shaping Points übernommen. Warum nun der Einstieg über Google My Maps? Man kann ja auch direkt im Route Planner Wegpunkte über die Integration von Google Maps recherchieren und speichern. Die Antwort ist ganz einfach. Nicht jeder Reiseteilnehmer kennt und besitzt die MyRoute App Anwendung. Google Maps ist bekannt und ist von jedem intuitiv ohne Anleitung bedienbar. Und alle Wegpunkte sind automatisch auf jedem Smartphone mit Zusatzinfos abrufbar. Wo ich Google Maps im Urlaub unschlagbar finde, sind die Möglichkeiten auf dem Smartphone. Wir sitzen ja nicht den ganzen Tag nur auf dem Motorrad. Wir sind auch zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Und wenn man gerade in Städten zuvor die gegoogelten Sehenswürdigkeiten oder Gaststätten als Wegpunkt immer dabei hat, dann kann man zum Beispiel die Öffnungszeiten des Restaurants erkunden, ganz einfach einen Tisch zum Abendessen für die Reisegruppe reservieren und den Fußweg durch die Stadt berechnen lassen. Alternativ schlendern wir natürlich auch gerne durch die Stadt. Aber ohne Ziel in einer größeren Reisegruppe geht das meistens schief. Nachdem nun die Recherche möglicher Reiseziele abgeschlossen ist, kann die Detailplanung der Routen durch den Experten beginnen. Zunächst nochmals zur Erinnerung. Die Wegpunkte wurden in Google My Maps von Mitgliedern der Reisegruppe identifiziert und in einer lockeren Runde konsolidiert. Das heißt, aus den vielen Ideen
wurden abgestimmte Wir-Punkte, die wir unbedingt für die Motorradreise einplanen wollen. Die Wegpunkte wurden alle für eine bessere Übersichtlichkeit mit einem Präfix kategorisiert. Die abgestimmte Liste wird nun aus Google My Maps im KML-Format exportiert und in MyRoute App als Route importiert. Es ist natürlich klar, dass die lose Sammlung von Wegpunkten noch keine sinnvolle Route ergeben. Deswegen versuche ich im ersten Schritt durch Umsortierung der Wegpunktreihenfolge eine chronologische Reihenfolge der Wir-Punkte zu erstellen und korrigiere den einen oder anderen Umlaut und Sonderzeichen. Sobald die Reihenfolge der zweitägigen Gesamtroute, hier im Zeitraffer dargestellt, einigermaßen stimmt, speichere ich die Wegpunkte als Route und verlasse den Editor von Route Planner. Wir wollen insgesamt 2 Tage mit ca. 250 Kilometer Tagesleistung je Fahrtag unterwegs sein, damit am späten Nachmittag bei der Anreise ins Hotel noch ausreichend Zeit fürs Wellnessen bleibt. Generell erstelle ich zunächst immer für jeden einzelnen Fahrtag eine eigene Route. Das heißt, ich kopiere mir schon einmal die ursprüngliche Wegpunktliste und speichere sie jeweils als Basis für meine Routenplanung unter dem Namen Tag 1 und Tag 2 ab. Ich öffne nun die Route vom Tag 1, die aktuell ja noch alle Wegpunkte beinhaltet. Ziel ist es nun, die Gesamtroute aufzuteilen. Als erstes lege ich den Startpunkt fest. Wir wollen uns auf dem Parkplatz am Schloss Seefeld gegen 9 Uhr treffen. Erfahrungsgemäß werden wir ca. 30 Minuten warten, bis alle angekommen sind. Die Wegpunkte werden nun alle bezüglich GPS-Position auf der Karte überprüft und gegebenenfalls auch neu positioniert. Man muss beachten, dass die GPS-Koordinaten der Google Points of Interest nicht immer auf einer befahrbaren Straße liegen. Um dies zu kontrollieren, hilft im Route Planner vor allem die Integration der Google Earth und Google Street View Karten. Zur besseren Lesbarkeit der Route verwende ich bei den Wir-Punkten 3 verschiedene Farben und verschiedene Symbole. Wenn man sehr detailliert plant, dann kann man auch weitere Wegpunktinformationen hinterlegen, die später in der mobilen Navigations-App von Navigation Next, also von MyRoute App, im Sinne eines Online-Reiseführers sogar vorgelesen werden. Rot bedeutet eine längere Pause, zum Beispiel eine Stunde Pause zum Mittagessen oder sogar eine Übernachtung. Gelb bedeutet eine mittlere Pause, also eine Kaffeepause oder ein Tankstopp. Und grün bedeutet eine sehr kurze Pause von wenigen Minuten, zum Beispiel für einen Fotostopp. So, jetzt habe ich alle Wir-Punkte überprüft und bei Bedarf mit Zusatzinformationen angereichert. In einem der in Kapitel 2 schon erwähnten Routenportale habe ich mittlerweile eine ganz interessante Motorradroute im Allgäu mit dem schönen Titel Allgäuer Kurvendelikatessen gesehen, die ich in den Route Planner auch schon importiert habe. Da ich mich an der Routenführung etwas orientieren möchte, lade ich mir hierzu diese Route als Referenzroute in den Editor und stelle sie rot dar, um die Abweichungen zu meiner aktuellen schwarzen Route gut erkennen zu können. Ich gehe jetzt die Route ganz grob durch und ändere gezielt mittels Shaping Points die Routenführung. Das heißt, ich klicke auf meine schwarze Route, bis der Cursor sich in ein kleines Plus verwandelt und erzeuge am neuen Ziel einen neuen Wegpunkt. Dann ändert sich automatisch die Streckenführung. Falls die neue Wegführung keinen Sinn macht, dann mache ich das Ergebnis auch rückgängig.
Die Referenzroute ist eher für den zweiten Tag unserer Motorradreise relevant und deshalb kann ich sie auch wieder ausblenden. Was ich noch nicht erwähnt habe, das sind die Einstellungen zur Routenoptimierung. Hier oben im Menüpunkt Toolkit kann man unter anderem festlegen, ob bestimmte Straßen vermieden werden sollten. Wir wollen in Österreich keine Maut zahlen und generell auch keine Autobahn fahren. Da wir in unserer Reisegruppe Teilnehmer mit unterschiedlichen Navigationsgeräten wie TomTom, BMW Navi, Garmin und Navi-Apps haben, muss ich auch noch die Routenalgorithmen vergleichen. Aktuell plane ich auf Basis der Here-Karte, die für Garmin und BMW geeignet ist. Was im Route Planner als Feature einzigartig ist, ist die Tatsache, dass man die unterschiedlichen Routenalgorithmen bzw. Kartenmaterialien übereinanderlegen kann. Hier sieht man, dass zum Beispiel TomTom die Route anders optimieren würde. Deshalb sollte ich noch ein paar VIA-Punkte ergänzen, um eine Zwangssteuerung zu erreichen. Wenn man das konsequent macht, dann hat man den Vorteil, dass alle Teilnehmer eine Route in ihr Navigationsgerät importieren können. Bisher mussten wir immer Tracks austauschen. Ich habe bisher vorausgesetzt, dass jeder weiß, was der Unterschied zwischen Shaping und Wirepoints ist. Aktuell sind alle Wegpunkte in meiner Route sogenannte Shaping Points, bis auf 2 Ausnahmen. Der Start und das Ziel sind Wirepoints. Der wesentliche Unterschied ist, dass Shaping Points sogenannte Hilfswegpunkte sind, um die Streckenführung zu definieren. Wirepoints sind zusätzlich noch relevante Zwischenziele, die unbedingt angesteuert werden müssen. Im Route Planner kann man das anhand der Symbolik sehen. Eine Hand ist ein Wirepoint und sonst sind es Shaping Points. Man selektiert einfach den Wegpunkt und kann dann über die Symbolik festlegen, ob es ein Wire oder ein Shaping Point sein sollte. Bei mir sind alle Shaping Points übrigens blau. So, der erste Entwurf der Anreise über das Oberjoch zum Hotel ist fertiggestellt und kann der Gruppe als kleine Animation präsentiert werden. Ich bin mal ganz gespannt auf das Feedback. Ich erstelle hierzu im Route Planner eine Animation und schicke den Link der Gruppe zu. Einige Wirepoints habe ich mit weiteren Informationen sowie Bildern angereichert. Die folgenden 1,5 Minuten zeigen die geplante Anreise von München über den Ammersee und den Forgensee, das Tannheimer Tal, Oberjoch bis ins kleine Walzertal. Wer keine Geduld oder Interesse an der Tour hat, kann natürlich vorspulen. Für die anderen ist es vielleicht auch ein Routentipp für den nächsten Motorradausflug.
Das Feedback der Gruppe war zum größten Teil positiv. Es sollten lediglich noch ein paar mehr Kilometer und die ein oder andere Kurve spendiert werden. Außerdem muss noch die Anreise für die Münchner mit Treffpunkt BMW Welt ergänzt werden. Okay, der Wunsch ist mir Befehl. Ich suche nach der BMW Welt München und verlege den Treffpunkt in die Dostlerstraße, direkt vor den Vierzylinder, dem BMW Headquarter. Danach wähle ich einige Wegpunkte aus und verändere den Streckenabschnitt, indem ich die Option besonders kurvig wähle. Der Route Planner berechnet die Route neu und anstelle von 180 Kilometer haben wir nun ein Tagesziel von ca. 220 Kilometer und einige Kurven mehr. Jetzt sollte die Route aber passen. Wie bereits erwähnt, lege ich für jeden Reisetag eine eigene Routendatei an, die ich entweder nach Datum benenne oder wie hier in dem Beispiel als Tag 1 und Tag 2. Es dient aber der besseren Übersicht, wenn man alle Routen noch zusätzlich in eine Gesamtdatei importiert und speichert. Das heißt, ich erstelle eine neue Route und lade alle Routen der Gesamtreise in diese Datei. Dabei wird jeder Tag anders farblich markiert. Optional kann man auch aus den Einzelrouten eine Gesamtroute erstellen, die ich allerdings nicht an das Navigationsgerät exportieren werde. Man hat aber einen guten Überblick über die gesamte Wegstrecke, alle Wegpunkte und die geplanten Fahrkilometer. Ist die Route fertig geplant, dann kann ich diese Version freigeben. Ich kopiere hierzu die Route im Verzeichnis geplant und lege die Kopie im Verzeichnis freigegeben ab. Aus diesem Verzeichnis werde ich dann später die Routen publizieren. Für unseren Wochenausflug lege ich nun eine private Veranstaltung an und importiere die Routen. Danach lade ich die Reiseteilnehmer zur Veranstaltung ein. Jeder Teilnehmer kann nun die geplanten Routen exportieren oder sogar eigene Routen importieren. Das ist insofern gut, wenn mehrere Routenexperten sich die Gesamtreise bezüglich Planung aufgeteilt haben. Die Veranstaltung im Route Planner ist das Forum zum Austausch von Informationen rund um die Reise. Man kann neben den Routen auch Nachrichten in der Reisegruppe austauschen. Zum Exportieren der Routen gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann man in verschiedenen Formaten die Routen als Datei, zum Beispiel auf eine SD-Karte exportieren, die man dann bei Bedarf im Navigationsgerät als Speichermedium nutzt. Ich schließe hingegen meine Navigationsgeräte Garmin Sumo oder BMW Navigator direkt über ein USB-Kabel an den Mac oder PC an und exportiere über den MyRoute App Connector direkt auf die Navigationsgeräte und zwar ohne Garmin Express. Das geht super schnell und das Navi wird auch immer als Ziel erkannt. Im jeweiligen Navigationsgerät muss man wie bisher einfach bei Bedarf die importierte Route laden, berechnen und starten. Man sollte im Navigationsgerät jedoch keine speziellen Routenparameter eingestellt haben, da sonst eine Neuberechnung zwischen den Wegpunkten stattfindet. Das Problem kennen wir bereits aus Garmin Basecamp und anderen Planungstools. Da das Kartenmaterial hier identisch ist, sollte auch die gleiche Route als Ergebnis vorliegen. Während ich bei meinem alten Garmin noch mit dem Dateiformat GPX 1.0 arbeite, lade ich bei dem BMW Navigator bereits das BMW-Dateiformat GPX 1.1.
Falls man jedoch mit der neuen MyRoute App Navigation Next auf dem Smartphone und gegebenenfalls bereits mit Apple CarPlay oder Android Auto unterwegs ist, benötigt man nur einmalig einen Internetzugang. Dann kann man alle Routen mit den Informationen zu den Wegpunkten auf das Smartphone laden und offline navigieren. Man importiert diese dann direkt auf das Smartphone und falls gewünscht, startet man die Navigation und los geht es. Den Navigations-Apps gehört die Zukunft, denn während ich gerade dieses Video erstelle, verkündet nun offiziell TomTom, dass sie sich aus dem Hardware-Geschäft für Navigationsgeräte zurückziehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis weitere folgen. Dem Smartphone gehört als Schweizer Taschenmesser auch im Bereich Navigation die Zukunft. Jeder, der an der Reise bzw. Veranstaltung teilnimmt und seine Route aufzeichnet, kann die generierten Tracks in das Veranstaltungsforum hochladen bzw. werden bei Nutzung der MyRoute App automatisch gespeichert. Falls man unterwegs schöne Fotos geschossen hat, dann sind diese als sogenannte Momente darstellbar. Man kann dann von jeder Route einen kleinen Film über die Reise generieren. Denn nach der Reise ist vor der Planung der nächsten Reise. Ich hatte ja eingangs betont, dass auch eine Planung Spontanität zulassen muss. Während die Wire Points obligatorisch sind, sind die Shaping Points optionale Wegpunkte für die Routenführung. Wenn man zur ursprünglich geplanten Route nun den Track dazu lädt, dann sieht man, dass wir bei Kranzeck die vielbefahrene Deutsche Alpenstraße verlassen haben und sind über kleine Straßen vorbei am Rotachsee gefahren, was nicht nur schneller ging, sondern auch viel schöner war, als auf der Bundesstraße weiterzufahren. In diesem Sinne möchte ich den dritten Teil meiner Serie über Planung und Navigation schließen. Ich hoffe, dass es interessant und trotz Überlänge kurzweilig war. Im kommenden letzten Teil schauen wir uns dann die Navigationslösung von MyRoute App an. Bis dahin, ciao, euer Jürgen.
Ja, das war es schon. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und wenn ja, dann Daumen hoch und abonniere kostenlos den Kanal. Mich freut's und du verpasst keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Jürgen.